Willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Ich packe hier Mystery-Pakete aus auf der Suche nach schönem Vintage-Schmuck, den ich in meinem eBay-Shop verkaufe. Heute habe ich hier den zweiten Teil des Weihnachtsschmucks, den ich schon vor 2 Wochen ausgepackt habe. Hier müsste eigentlich eine andere Farbe drin sein, also ich bin schon sehr gespannt, was ich heute finde. Heute haben wir also eher Silberschmuck, so ein bisschen eisig sieht das alles aus. Ich fange mal hier mit einer alten Brosche an, mit Perlen in so einer Wettform und schönen alten Strassstein. So ein bisschen auch wie so ein Weihnachtsstern. Das ist ja ein ganz tolles Armband hier. Diese Perlen scheinen aus Glas zu sein. Diese hier. Diese sind, glaube ich, aus Kunststoff. Dann hier die kleinen Tannen wieder in Glas. Und die Kugeln sind toll. In Glas und auch mit einer Emaille, die da drauf gesetzt wurde. Das sieht so ganz plastisch aus, sieht sehr schön aus. Ein Stern auch dazwischen. Also das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Armband aus Kunstglas. Schönes Teil. Und mal was anderes. Denn hier ein ganz schlichtes Modeschmuck, also das heißt schlicht, ein weihnachtliches Modeschmuckarmband. Und das hier, ja, das ist nochmal eins. Und nochmal eins, 3 Stück. Dazwischen sind so ein bisschen diese Glöckchen. Ja, schön. Und 3 Stück machen ja vielleicht auch was her. Würde ich gleich alle 3 tragen. Dann haben wir hier eine Haarspange mit viel Strass besetzt und einem hellroten Stein. Schön, Haarschmuck finde ich immer schön. Und dann habe ich hier noch ein Armband. Hier ist eine Marke drauf. Ich schau mal. NRQ. Ja, keine Ahnung, was das ist. Ein Perlen-Stretch-Armband mit einem kleinen Schneemann und einer Schneeflocke. Und dann ist das hier ein Ohrstecker mit Klippverschluss. Glaube ich keine Marke, mit einem ganz großen Glitzerstein und dann in so eine Tropfenform gesetzt. Schön, hoffentlich habe ich den zweiten. Und das ist hier ein Strassanhänger. So ein bisschen wie so 2 Pfeile zusammengesetzt und was asymmetrisch. Hübsch. Und das hier ist wieder ein sehr schönes Glasarmband mit so auf dieser roten Perle ist so ein Weihnachtsbaum aufemailliert. Und hier sind so Kerzen drauf, also sehr hübsch gemacht und auch in einem sehr guten Zustand. Also es fühlt sich wirklich ganz neu an. Sehr gut. Dann ist das hier so ein Armband aus kleinen Saatperlen, kleinen Perlen zusammengesetzt. In grün, gold, weiß und schwarz. Und eine Tannenbrosche, eine kleine silberfarbene Tanne. Ohrstecker als
Blume mit einem Strassstein in der Mitte und emaillierten Blütenblättern. Und auch sowas von zum eisige Ohrringe. Dann hier, das scheint ein Set zu sein. 3 Armreifen mit kleinen Anhängern und als kleiner Strassstein. Oh, das ist was Schönes Altes hier. Das ist so ein Dressclip. Das ist eine Brosche, die man, ja, so muss das irgendwie gehen. Hier müsste man dadurch, ich weiß jetzt nicht, ob ich das hinkriege. Normalerweise müsste man diese, hier, die so abziehen können, die Clips. Ja. Also kann man als Brosche tragen oder eben einzeln als 2 Clips für ein Kleid. Das ist eine Mode aus den 40er Jahren, also schon gut 80 Jahre alt, die Idee. Aber diese Teile werden auch gesammelt. Den zweiten kriege ich da jetzt nicht so leicht raus. Und das ist irgendwie total verhakt. So. Und da steht auch eine Patentnummer drauf. Ich weiß nicht so genau, also Coro ist sehr bekannt für diese Dressclips. Es könnte auch sein, dass es ihr Patent ist. Also dieses kann man dann durch diese Schiene zu einer Brosche machen oder eben einzeln so als Kleiderclip tragen. Und das ist wirklich ein wunderschöner Vintage-Schmuck, der gerne gesammelt wird. Dann haben wir hier eine tolle Metallperlenkette in Silberfarben mit Marke. Die Marke ist 1928. Also ich habe festgestellt, dass die sehr beliebt ist und ist ja auch sehr schön gemacht mit der Gliederkette darunter und den Perlen, die dann da drauf sich bewegen können. Sehr hübsch. Sehr schön. Hier habe ich eine Brosche. Ich gucke mal, was auf der Marke steht. Ich glaube, es heißt SRS. SRS. Ja, weiß ich jetzt nicht so genau. Also mit Strassstein und die Baguettesteine sind in dunkelrot. Dann habe ich hier eine Kette, eine Schlangenkette. Ich gucke mal, was hier drauf steht. 925er Silber. Und der Anhänger, der sieht nicht nach Silber aus, aber das ist dieser typische, aus den Ende der 70er Jahre sind so getrocknete Blumen in diese Bubble praktisch eingelassen. Echte Blüten. Dann habe ich hier so einen kleinen Schneemann, so einen kleinen glitzernden. Hier ist noch einer. Ja, dem einen fehlt der Ohrring zum Durchziehen. Aber sehr hübsch gemacht. Ja, kleine Schneemänner, die glitzern. Und eine Brosche, eine alte Brosche mit Strass und so ein bisschen sternförmig. Schönes Teil. Und dann sehe ich hier eine Weihnachtsbrosche mal wieder. Von Gerrys ist die. Und das sind so Silberfarben und emailliert 2 Glocken.
Und dann ist das hier ein Ohrstecker mit grüner Emaille. Und das ist eine sehr schöne alte Perlenkette. Keine Marke. Mit so grünen Perlen durchsetzt. Ja, schön von den Farben. Und diese Kette hier, das sind geschliffene Kristalle, so ein bisschen Aurora Borealis mäßig. Also eigentlich ganz hübsch, aber das Internet ist voll mit denen. Also wenn man Kristallschmuck eingibt, dann kriegt man die. Deswegen habe ich sie mir ein bisschen übersehen, aber grundsätzlich die Steine finde ich schon schön. Und das Ganze hier auch nochmal mit Perlen und kleinen Kristallsteinen. Sehr filigran. Dann ist hier ein Armband, für ein sehr, sehr schmales Handgelenk. Und das hier ist ein schöner Ohrclip. Der müsste alt sein, der kleine Schneemann. Schön, also das ist ein echter Vintage-Ohrring, ich hoffe. Ja, hier ist der zweite. Die finde ich schön, weil sie schön alt sind. Dann ist das hier eine Brosche mit Marke JJ. Und das Motiv ist ein matt silberfarbener Clown, der sich so dann bewegt. Der hängt runter und bewegt sich dann. Oh, lustig. Dann sind das hier ganz alte Ohrclips. Marke steht nicht drauf. Also die machen wirklich sehr alten Eindruck. Sehr schöne Aurora Borealis Perlen. Und auch diese Bogenform, die finde ich auch immer sehr schön. Schön. Und hier ist ein Hänger. Der ist neuer, glaube ich. Ja, den zweiten sehe ich gerade nicht. Aber also den finde ich schön. Schön durch diesen Glanz. Hoffentlich finde ich den zweiten. Jedenfalls habe ich aber diesen hier gesehen. Genau. Der ist komplett. Und dann ist hier ein Ohrring mit Ohrschrauben. Keine Marke. Nee, keine Marke. Es ist Hänger und im Perlendesign. Perlen und mit Strasssteinen durchsetzt. Dann ist hier ein Ohrring. Hier ist der zweite. Da sind dann so Perlen in der Kugel drin, die sich bewegen. Hat natürlich durch diese Kugelform auch etwas Weihnachtliches. Und kleine Schneesterne als Ohrring. Die machen auch einen sehr neuen Eindruck. Den hat, glaube ich, noch niemand getragen. In der Mitte auch so mit so Glitzersteinchen in Aurora Borealis. Sehr schön gemacht. Dann habe ich hier eine Brosche, silberfarben mit grüner Emaille. Ein bisschen so Art Deco Design, aber neu. Die
Brosche ist neueren Datums. Und ein Armband, ein Perlenarmband mit Strassstein durchsetzt in einem ganz hellen Grauton. Ein schönes klassisches Armband. Und eine Brosche als Pfefferminzstange. Ja. Könnte ein bisschen liebevoller gemacht sein, finde ich jetzt nicht so toll. Und eine Brosche, die könnte leuchten. Aber wo sind hier die Batterien? Das sehe ich nicht. Eine kleine Maus mit Weihnachtsmütze und Lichterkette. Was ist denn das? Das sieht aus, ja, das ist scheinbar nur eine Weihnachtsmütze mit Stiefeln dran. Also das ist wirklich ein Scherzohrring. Ist ganz leicht, kann man gut tragen. Eine Weihnachtsmütze mit Beinen dran. Und diese Brosche hier, die könnte doch selbst gemacht sein. Wie so ein kleiner Lebkuchenmann. Das ist jetzt auch nicht so besonders toll bemalt. Ich finde, da hätte man sich auch ein bisschen mehr Mühe geben können. Ja, heute bin ich irgendwie am Meckern und das bei einem Weihnachtspaket. Dann habe ich hier Weihnachtsohrringe. Also einer ist komplett und der andere ist nur zum Teil vorhanden als Weihnachtskranz mit kleinen roten Perlen. Und ein schöner Ring. Da steht was drin. Tja, scheint nur irgendeine Marke zu sein, die ich nicht kenne. Und er sieht wirklich sehr klein aus. Ja, vielleicht was für den kleinen Ring. Ja, warum nicht? Dann habe ich hier eine Brosche. Die sieht sehr schön aus. Die hat auch eine Marke. Schön. Das ist Eisenberg Eis. Eine schöne alte Brosche von Eisenberg. Sehr schön. Das ist ein toller Fund. Und hier noch eine. Noch eine auch von Eisenberg in Gold. Goldfarben. Ein kleiner Kranz. Ein silberfarbener und ein goldfarbener. Sehr schön. Toll. Hier ist noch der zweite Ohrring. Der Kristallhänger. Und jetzt der andere. Ja. Hübsch. Und hier sehe ich eine schöne alte Kette, Halskette, mit Aurora Borealis Glasstein geschliffenen. Also die macht wirklich einen sehr guten Eindruck, guten Vintage-Eindruck. So sieht sie aus. Schön, schönes Teil. Und ein kleines Armband mit Strassstein, ein bisschen feiner. Aber ist auch älter. Und nochmal Ohrringe mit kleinen grünen Kristallen dran. Und noch ein schönes Armband. Wobei die Steine sind, glaube ich, aus Kunststoff, aber sie glitzern sehr, sehr schön mit dem Strass. Ja, was war jetzt besonders toll, finde ich diesen Dressclip.
So etwas findet man nicht allzu häufig. Natürlich finde ich die beiden Eisenberg-Broschen ganz, ganz toll. Dann die Ohrclips. Die Ohrclips sind richtig schön alt. Das sieht man an dieser Clipform auch. Und die Kette, die Halskette, die passt auch irgendwie dazu. Finde ich auch sehr, sehr schön. Dann finde ich diese Brosche schön. Sehr schön. Und diese Strassbrosche ist auch toll. Dann diese Ohrringe, weil sie so schön alt sind. Die gefallen mir auch. So. Dann finde ich ein ganz toller Fund ist dieses Armband hier, wie so ein Bettelarmband mit den Kunstglasperlen. Und ich finde die Kette hier von 1928 auch sehr toll. Und schön ist auch dieses weihnachtliche Armband mit den Kunstglasperlen. Ja, herzlichen Dank, dass ihr heute wieder zugeschaut habt. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren und schaltet wieder ein. Bis bald.